Viele neue Anleger werden dieses und in den nächsten Jahren in den Kryptospace kommen. Manche möchten ihre Aktien oder ihr ETF-Portfolio mit Kryptowährungen als Anlageoption ergänzen. Andere wiederum, so wie ich damals, beginnen einfach direkt damit, in Krypto einzusteigen und ein Portfolio aufzubauen. Doch wie beginnt man jetzt ein 1000 Euro Krypto-Portfolio? Wie viel Diversifikation ist gut und welche Aufteilung ist sinnvoll? Von daher lautet mein Thema heute: Wie starte ich ein 1000 Euro Krypto-Portfolio? Tipps und Tricks vom Experten. Um die Frage zu diskutieren, habe ich mir Richie von der Börse Stuttgart eingeladen. Richie ist Sprachrohr der Börse Stuttgart und macht daneben beim hauseigenen YouTube-Kanal mit. Da geht es um die neuesten Finanzthemen, Aktien, ETFs, aber eben auch Krypto. Von daher dranbleiben, liken, kommentieren, abonnieren nicht vergessen. Damit hilfst du mir und dem YouTube-Algorithmus auf die Sprünge. Ich danke dir. Wir sehen uns bis gleich. Ich freue mich auf dich. Hey, du tust dir schwer, Kryptowährungen zu analysieren und den passenden Coin für dich zu finden? Dann habe ich jetzt genau das Richtige für dich. In meinem Online-Kurs lernst du mit mir, wie du in 5 Schritten in Kryptowährungen investierst. Definiere deine finanziellen Ziele, bewerte deine Coins nach einem Punkteschema und erstelle dein passendes Portfolio. Den Link zum Kurs findest du unten in der Beschreibung. So, ihr Lieben, ich habe mir Richie heute eingeladen von der Börse Stuttgart. Erstmal, hi Richie, schön, dass du da heute hier bist und die Zeit für uns genommen hast. Freut mich, dass ich hier eingeladen wurde. Hi. Hi. Ich habe ein ganz, ganz spannendes Thema mitgebracht für dich. Und zwar, es geht um das Thema, wie starte ich ein 1000 Euro Krypto-Portfolio? Es sind ja jetzt gerade viele neue Menschen in den Kryptospace eingestiegen, ne? Aufmerksamkeit durch ETFs, durch das Bitcoin-Halving und so weiter. Es kommen immer mehr Leute dazu. Und du bist es, glaube ich, schon. Alle Jahre wieder. Also alle 4 Jahre ist es einfach so und jedes Mal wird die Welle gefühlt etwas größer. Aber ja, jetzt momentan ein ziemlich spannender Zeitpunkt, richtig. Ja, und genau deswegen denke ich mir, spielen jetzt gerade auch viele wieder mit dem Thema, ja, soll ich jetzt doch mal in Krypto einsteigen? Und ja, gleiche Einstiegsfrage zu Beginn für dich. Du hast 1000 Euro. Wie startest du jetzt? Wie würdest du ein 1000 Euro Krypto-Portfolio zum aktuellen Zeitpunkt starten? Ich als alter Börsianer muss natürlich immer Gegenfrage stellen. Was habe ich denn sonst so noch auf der hohen Kante und habe ich auch sonst schon Geld angelegt? Also ist es für mich 1000 Euro Spielgeld, wo ich einfach versuchen möchte, mal Kryptoluft zu schnappen? Oder komme ich als Sparbuchinvestor direkt zur Kryptoszene, was natürlich ziemlich hart ist? Also erstmal macht euch im Klaren, was wollt ihr eigentlich? Wollt ihr investieren oder wollt ihr spekulieren? Und das ist, glaube ich, grundsätzlich im Kryptomarkt ist es eine Spekulation, aber da gibt es halt nochmal den X-Facher der Spekulation. Wenn ich jetzt aber sage, ich habe so ein bisschen Erfahrung im Aktien- und im ETF-Markt vielleicht schon gesammelt, ich habe da schon mal 10.000 oder 20.000 Euro schon auf der hohen Kante und ich habe gehört, Diversifikation, also auch aufteilen, verschiedene Anlageklassen und auch die Beimischung von Kryptos kann gut sein, damit ich eine tolle Performance habe. Dann kann man mit 1.000 Euro definitiv als Investition starten. Und als Investition, auch für mich immer wichtig, eins der entscheidenden Themen ist natürlich auch, die Erträge, die ich bekomme, wie sind die steuerlich zu behandeln? Also auch da, Kryptomarkt super cool, wenn man aus dem Aktienmarkt kommt, wird man davon träumen. Nach einem Jahr Haltefrist sind Erträge laut aktueller Rechtsprechung, wir machen keine Steuerberatung, aber sie sind dann steuerfrei. Also soll ich auch überlegen, dass ich, wenn möglich, an sich mindestens ein Jahr lang auf das Geld verzichten kann, weil ich dann einfach steuerfrei aus der Nummer rauskomme. Wichtig, Steuern sparen ist nicht der Hauptaspekt, man soll erstmal Kursgewinne machen, aber wenn es noch dazu kommt, ist es wunderbar. So, lange Einleitung. Ich weiß, es fällt immer schwierig, mich zu unterbrechen. Aber wie würde ich starten? Ich würde erstmal mich informieren. Also ganz wichtig, genauso wie am Aktienmarkt auch. Ich muss verstehen, in was ich da Geld investiere. Und da führt am ersten Schritt definitiv nichts am Bitcoin vorbei. Und Steffi, jetzt mal Gegenfrage. Was glaubst du, wie lange braucht man, um Bitcoin zu verstehen? Weil ich persönlich bin der Meinung, unter 20 Stunden kommt man definitiv nicht weg, um Never ever. gewisse Verständnis dafür zu haben und auch so wie jetzt, wir drehen jetzt ich kann es ja mal sagen, am 21. Wir haben jetzt ein paar Tage wirklich schlechtes Kryptowetter hinter uns. Wenn ich einfach nur Geld investiere und keine Ahnung habe, dann kriege ich sofort nach 10% Kursverlust kalte Füße und springe wieder raus. Und um das zu vermeiden, muss ich es verstehen. Richtig, oder auch wie du gerade sagst, es haben jetzt gerade zum Zeitpunkt, wo wir das Video aufnehmen, gerade wieder 67.000 Dollar geknackt. Jetzt hat hier jemand 1.000 Euro auf sein Rücklagenkonto. Sagst du jetzt dem, ja komm, all in, heute bei 67.000, wo wir nah am Allzeithoch kratzen, jetzt alles in Bitcoin reinschmeißen. Wie sinnvoll ist das? Oder sagst du, okay, 1.000 Euro schiebt die nach hinten, ja, geht's in Altcoins? Also ist ja auch Ja. abhängig vom Kaufzeitpunkt, oder? Auch das, aber grundsätzlich, wir haben auch beim Aktienmarkt, genauso im Kryptomarkt, es gibt immer wieder All-Time-Highs und die werden immer wieder überschritten. Und häufig, nachdem All-Time-High mal langfristig durchschritten wurde, ist es häufig so, dann bewegt sich der Markt sehr positiv, weil dann gibt es keinen Deckel mehr oben drauf.
Weil wenn du dir so einen Chart anguckst und sagst, ja, da ist ein All-Time-High gewesen, da wird man vielleicht wieder abprallen, weil wir da Widerstände haben. Wenn aber sky the limit, wenn wir keinen Deckel mehr haben, ist es häufig relativ positiv. Grundsätzlich Timing, ja, wann gehe ich denn rein? Also an sich hätten wir das Video vor einem Jahr drehen sollen und damals den Leuten sagen sollen, schaut euch den Markt an, habt Vertrauen und macht einen langweiligen Sparvertrag. Sparvertrag kann man immer noch machen und sagen, Mhm. jeden Monat, jeden Tag, X Euro, geht immer noch. Aber wenn wir jetzt mal beim Bitcoin-Thema bleiben, wir haben dieses Jahr etwas, was wir so in der Konstellation noch nie hatten. Wir hatten ganz klar die ETF-Zulassung, ziemlich cool, ne? Auch wenn Grayscale ausblutet, nichtsdestotrotz, die restlichen ETFs saugen unglaubliche Mengen an Geld auf. Und ich Mhm. glaube, so der richtige Verkauf aktiv ist noch gar nicht gestartet. Wenn man da mal guckt, Mhm. Thema Bitcoin-ETFs, Verzögert sich ja auch Arizona, alles so ein bisschen, ne? Die Adoption, einmal alles genau ein Jahr das einfach auch hinterher. in den Köpfen, dass plötzlich das Ganze nicht mehr die illegale Schwarzgeldwährung im Internet ist, sondern plötzlich wird das Ganze, ja, hat so einen gewissen Ritterschlag gehalten. Mhm. Arizona hat jetzt erlaubt, dass Bitcoin-ETFs in ihre Pensionsfonds reinlaufen sollen. BlackRock hat Anträge bei der SEC gestellt, dass sie ihre Bitcoin-ETFs auch in anderen Fonds mit beimischen können. Und Japan hat vor kurzem die Rentenkasse unter anderem Bitcoin als mögliche Anlageklasse für zukünftige Pensionsinvestitionen gesehen. Also man merkt, Bitcoin hat dieses Schmuddel-Image verloren und die ETFs haben einen großen Teil dazu beigetragen. Das ist eins. Punkt 2, Halving. Ja, man kann jetzt sagen, ja, irgendwann wird das Halving wahrscheinlich an Bedeutung verlieren, weil ob jetzt 900 Bitcoins pro Tag oder 450 dazukommen, ist irgendwann nicht mehr ganz so wichtig. Aber Also 1.000 € würdest du jetzt heute, in Bitcoin alles reinlegen oder was wäre jetzt so ich würde ein mir einfach die Ratschlag? Makrobörsianierung anschauen. Wenn ich wirklich sage, ich möchte mich Fire and Forgot nicht mehr lange beschäftigen, will ich wahrscheinlich 75% Bitcoin, 25% Ethereum, beides aber halbwegs verstanden haben. Und dann kann man relativ gut sich, wenn man am Kryptomarkt relativ gut sprechen kann, zurücklehnen und das Ganze einfach mal laufen lassen. Das wäre eine ganz langweilige Investition, wo ich wenig aktiv machen möchte. Was ist, wenn ich, ja, wenn ich Krypto noch nicht so verstanden habe, was ja eben never ending story ist und Ja. ich aber trotzdem heute starten möchte. Ich will heute 1.000 € reinschmeißen. Ich bin Anfänger. Jetzt gehe ich in Bitcoin rein, jetzt sagst du noch Ethereum. Was ist mit Altcoins grundsätzlich? Gibt es irgendwelche schnelleren Kriterien? Also viele wollen ja von uns auch irgendwie so die Schnell ganzen reich Themen werden. überspringen. Also mal ganz ehrlich, es klingt jetzt ziemlich altmodisch, aber ich sage immer, wenn es um Geld anlegen geht, lern erst mal kriechen, krabbeln, laufen, rennen, fliegen. Wenn du gleich fliegen willst, dann fliegst du halt meistens auf die Schnauze, Entschuldigung. Also wenn ich gleich Mhm. anfange und sage, ich will gleich den Coin auf CoinMarketCap Platz 12.224 kaufen, weil das Symbol so süß aussieht, kann man machen. Aber dann ist es spekulieren und nicht investieren. Also ganz ehrlich, man sollte Oder einen gewissen, diversifizieren, oder? Ich ja, aber das ist für mich keine diversifiziere ja auch. Diversifikation, wenn ich gleich mit so was anfange. Ich persönlich würde sagen, Bitcoin ist einfach das Maß. Wenn man von Krypto spricht, ist Bitcoin das Maß. Und jede andere Assetklasse, auch wenn ich nur 100 € investiere, sollte ich immer neben Bitcoin halten und sagen, was macht es anders, was macht es besser, was macht es schlechter. Und wenn ich der Meinung bin, es macht nichts besser, aber es ist gerade ein Hype, dann kann ich bewusst das Risiko natürlich auch eingehen. Aber ich bin ganz klar der Meinung, ich sollte alles auf Bitcoin verifizieren, erstmal als Grundanlage. Und dann kann ich mir durchaus ja auch, ich habe gerade 75, 25 gesagt, wenn ich sage, ich sehe aber, dass Bitcoin zwar gut läuft, aber es gibt viele Altcoins, die halt in einer gewissen Phase mal outperformen können. Mhm. Können, nicht müssen, weil ich weiß nicht, welches tun. Dann kann ich eine Beimischung mehr suchen, aber dann muss ich halt ganz klar sagen, ich habe ja ein Risiko. Und die Frage ist auch, was ist mir meine persönliche Zeit wert? Weil wenn ich mich ein bisschen mit beschäftigen möchte und ich beim 1.000 € Portfolio 10 verschiedene Coins drin habe, sollte ich mal also mit jedem Coin mindestens 5 bis 10 Stunden beschäftigt haben, um sich damit irgendwo halbwegs sicher zu positionieren und zu wissen, was ich da tue. Ja, und da muss man überlegen, was ist denn dann mein Stundenlohn und was müssen die Coins machen, damit ich überhaupt wieder auf den grünen Zweig komme. Und deswegen komme ich wieder zurück. Ursprungsinvestment erst mal bei den ein, 2 großen Coins bleiben. Und wenn man dann merkt, man versteht's, man beschäftigt sich damit, dann gibt es definitiv auch spannende Altcoin-Projekte. Und ich sage jetzt extra Projekte, weil für mich ist Bitcoin das eine und Altcoins ist ein anderes Mhm. Thema. Das sind häufig zentrale Unternehmungen mit sehr guten Ideen, manchmal mit total schwachsinnigen Ideen, die kein Mensch braucht. Aber da gibt es Dinge, die kann man einsetzen und dann schaue mich um und überlege es mir. Ja, die Frage ist, du hast auch gerade schon erwähnt, so Hypes. Ich möchte so ein bisschen mit dem Thema Diversifizierung reingehen. Ist ja auch dann dieses, wir haben diese Narrative, wir haben jetzt KI und Gott, RWA, Tokenisierung und NFT und DeFi und was weiß ich. Ja,
Wie würdest du, wenn wir jetzt schon von Diversifikation, Spekulation reden, angenommen, ich habe jetzt irgendwie noch Lust, irgendwie 10% in Altcoins zu schmeißen, bleiben wir Mhm. mal diesen 1.000 €. Wir haben 10% davon in irgendwelche solchen Narrative rein. Würdest du das jemandem empfehlen, der mit 1.000 € beginnt? Wenn ja, in welche? Aus welchen Gründen? Grundsätzlich, hier steht Börse Stuttgart, empfehlen darf ich grundsätzlich nicht. Ich kann nur sagen, wie würde ich vorgehen? Und wenn ich anfange mit 1.000 € den Markt überhaupt für mich mal zu sondieren, dann würde ich persönlich am Anfang, wenn ich es als Anlage und nicht als Spekulation sehe, mich nicht wirklich mit Narrativen beschäftigen, weil da muss ich sehr stark am Markt bleiben, weil das Narrativ, das heute läuft, ist in 3 Wochen schon wieder abgelöst, das nächste kommt. Du hast KI-Narrativ gesehen. Natürlich, wenn du am Anfang die Welle geritten hättest, hast du unglaublich schöne Erträge gemacht. Jetzt Also kommen jetzt zu langsam wieder. spät? Also heute Das nicht mehr ist in KI kann rein? ich dir in 10 Jahren oder in 5 Jahren sagen, aber sie sind Mhm. halt schon extrem gut gelaufen und bei allem sind halt bisher sehr viele Versprechungen dahinter, Ideen, was gemacht werden könnte, aber die müssen halt irgendwann mal liefern. Vielleicht Mhm. muss man sagen, wir haben im letzten, Zyklus Gaming-Hypes gesehen, die nicht so wirklich ins Laufen gekommen sind. Gaming ist dieses Jahr schon wesentlich stärker, wenn man jetzt mal nicht von Krypto, Blockchain-Gaming, sondern vom klassischen Gaming anschaut. Der Gaming-Markt setzt mehr um als die Kino und die Filmindustrie. Das sehen viele nicht. Viele Mhm. ist halt Gaming, Kinder, die an der Playstation sitzen, aber nein, ist eine unglaublich bockstarke Industrie und die so langsam auch die Finger ausstrecken ins Thema Blockchain. Wie kann ich das in meine Spiele integrieren? Vielleicht ist das auch so ein bisschen ein Thema da, der schon mal gehypt wurde, der aber ziemlich untergegangen ist und der jetzt vielleicht für 'ne nächste Chance stehen würde. Wichtig, ich sage jetzt nicht alles all in irgendwelche Gaming-Coins, weil es kann auch sein, Mhm. dass langweilige Coins, die bisher gar nicht als Gaming-Coin klassifiziert wurden, von der großen Gaming-Industrie als möglich nächster Coin für Gaming gesehen werden. Jetzt mal ein Name, Mhm. Polkadot ist im letzten auch da keine Empfehlung, wichtig, ist einfach nur 'n Beispiel, ist in den letzten Monaten, ja, mitgelaufen, ist ganz gut gelaufen, aber Mhm. dadurch, dass halt die Marktkapitalisierung durch den hohen Staking Reward, es kommen viele neue Coins dazu, extrem gestiegen ist, werden wir so schnell die alten High pro Coin auch nicht mehr sehen. Aber ist 'ne relativ stabile Blockchain mit relativ günstigen Transaktionskosten. Das ist so was, wo durchaus auch der eine oder andere in der Gaming-Branche vielleicht mal 'n Blick drauf wirft, weil es Polkadot. muss nicht in Bitcoin dein nächstes episches Schwert aus irgendeinem Spiel dargestellt werden. Es muss halt 'ne Coin sein, die verfügbar ist, die schnell ist, die skalieren kann. Mhm. Das heißt aber auch für mich, wir sind so 'n bisschen in diesem Dilemma, weil eigentlich wollen wir doch so als angenommen, ich habe jetzt, wie gesagt, wir kommen wieder zur Anfangsfrage, 1.000 €, ich möchte es in 'n Kryptoportfolio reinschmeißen. Ich möchte ja auch irgendwie diversifizieren und ich will streuen, aber ich will ja auch nicht so 'n großes Risiko, aber ich möchte ja diversifizieren, damit ich mein Risiko wieder minimieren kann. Aber Aber ich sollte wenn ja du nicht in wegkommst. Narrative reingehen. Also, was mache ich jetzt? Also, doch nur Also, vielleicht Bitcoin, mal, also jetzt komme ich streue zum ich doch gar nicht. klassischen Geldanlegen. Wenn du streust, musst du nicht unbedingt dein Risiko damit streuen. Wenn du nämlich die falschen Werte reinlegst zum Streuen und du dein Risiko damit maximierst, bringt es auch nichts. Das ist das Gleiche, wenn du sagst: „Ich habe hier nur 'n MSCI World, ja, 'n Standard, ja.“ Jetzt kommen wir zum ETF-Bereich. Da sind fast alle Aktien, die wichtigsten Aktien der Welt drin. Mhm. Da reicht mal ein Investment, weil dieses Investment unglaublich viel Kapital hinter sich gesammelt hat. Das Gleiche ist jetzt der Bitcoin für mich, ja, das MSCI World der Kryptoszene, weil hinter dem Bitcoin einfach die größte Marktkapitalisierung steckt, das größte Vertrauen, die größte Geschichte. Und wenn ich jetzt da 2, 3 spekulative Coins dazu streue, wird mein Portfolio damit definitiv nicht sicherer. Also, nicht wer streut, rutscht nicht aus, sondern klar, wenn ich da Sachen streue, die einfach ein extrem hohes Risiko haben, muss mein Portfolio definitiv nicht sicherer werden. Ich entferne mich vom Durchschnitt. Ich habe natürlich die Chance, irgendeinen Wert zu finden, und da muss man halt Arbeit reinstecken, der echt durch die Decke geht, der Bitcoin ums 10, das 20-fache outperformt. Die Chance war auch extrem hoch zu sagen: „Ich habe was gefunden, das habe ich eigentlich gar nicht gesucht, und zwar ist der Wert jetzt ins Bodenlose Mhm. gefallen.“ Wir haben aber die ganze Zeit von Investieren gesprochen. Wenn du jetzt aber sagst: „Ich möchte ein 1.000 € Gambling-Krypto-Portfolio aufbauen mit bewusstem Risiko. Das Geld kann in 'nem halben Jahr komplett weg sein.“ Dann kann man wieder anders an die Sache rangehen. Du merkst, ich sträube mich Mhm. 'n bisschen, diese Gambling-Geschichte reinzunehmen, aber Mhm. für mich war erst mal das Thema 1.000 € investieren, nicht spekulieren. Und da ist für mich, Mhm. muss ich sagen, Bitcoin mit 'ner kleinen Ethereum-Beimischung, vielleicht sogar Solana, weil das jetzt auch in letzter Zeit echt gut gelaufen ist, fein. Wenn ich aber sage: „Hey, ich will 10-mal 100 € investieren und ich weiß, 8 davon werden wahrscheinlich komplett verschwinden und mit 2 habe ich die Chance, 'ne extreme Outperformance zu generieren.“ Dann kann ich das natürlich auch tun. Also, den Weg kann man dann machen.
Hat ja auch was mit der Exit-Strategie zu tun. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich fange mit 1.000 € an und ich versuche eher so eine Richtung investieren, weniger in spekulieren, Hm, dann gehe ich natürlich auch ganz klar davon aus, hey, ich muss nicht mein Geld im nächsten Bullrun 100% abstoßen. Ich will auch nicht, dass ich es verliere, sondern dann ist es wirklich so dieses Thema, muss mir 5 bis 10 Jahre Zeit nehmen, ich sollte es am besten möglichst wenig angreifen und dann macht es Sinn, nicht zu diversifizieren in Projekte, sondern mehr in die größeren Large genau. Caps zu gehen, Und dann oder? kann es ja durchaus sein, dass man bis zum nächsten Bullrun, ich habe 2017 bin ich dabei, am Anfang habe ich kaum was mit Altcoins gemacht, ich habe Ethereum gehabt, ich habe ein bisschen was in natürlich Bitcoin sehr große Mengen gehabt, aber sonst nichts. Im zweiten Run habe ich die eine oder andere Coin dazugelegt und im dritten Run man erlebt halt auch mehr und mehr, man versteht auch mehr und im dritten Run kann Mhm. man sich dann durchaus überlegen und ich habe schon ein paar so Gambling-Dinger dabei, wo ich vor 4 Jahren gesagt hätte: „Das fasse ich nicht mit der Kneifzange an.“ Aber das Bewusstsein halt wächst, man lernt dazu, aber für die erste Phase reicht es wirklich erst mal mit den klassischen Sachen anzufangen. Nichtsdestotrotz darf man halt nicht traurig sein, wenn da eben nicht die 1000% Chance rauskommt, sondern nur 200, 300% die Chance besteht. Es ist Damit ja kann man genau dieses aufhören. Vertrete, ne? Also, als grade wenn man sagt, man fängt in Krypto an, Ja, möchte man ja eigentlich genau das haben. Ich möchte mehr haben. Ich möchte 'ne Rendite haben von, ja, 10, 20, 30, 50, 100% und so weiter. Aber grade dann sollte man dem Anfänger sagen: „Du, pass auf, geh eher in die größeren ja. bekannteren Kryptowährungen rein.“ Und du hast es grade selber gesagt, je fortgeschrittener man ist, die Zyklen kennt, würdest du auch sagen, Low Caps, 'n bisschen dezidierter, 'n bisschen mehr streuen, so als Wenn ich Empfehlung. mir irgend 'n Projekt als Anfänger anschaue, ich verstehe doch gar nicht, um was es in dem Projekt geht. Ich blicke doch überhaupt nicht also, Ja, wenn aber ich das mich sagen doch andere YouTuber oder andere Leute ja, sagen das mir ja, doch. andere tanzen es dir in 60 Sekunden auf TikTok vor. Aber ganz ehrlich, einmal gehört zu haben, wie der Name heißt, wie die Marktkapitalisierung ist und zu verstehen, welches Problem dieser Coin versucht anzugehen, wo der Markt ist, warum dieser Coin in dieser Narrativ, in dieser Idee eingesetzt wird und vielleicht auch an Performance gewinnen kann. Um das zu verstehen und zu hinterfragen, brauche ich halt länger als 60 Sekunden. Und da würde ich halt lieber sagen, nehme ich mir die Zeit, beschäftige mich mit den Basics erstmal. Wenn ich die verstanden habe, ich habe es vorher gesagt, kann ich immer wieder auf das zurückgreifen und sagen, was macht diese neue Idee besser oder schlechter. Ich nenne jetzt mal einen anderen Namen, ich habe vorhin mal Solana gesagt, ich habe Polkadot gesagt. WeChain ist zum Beispiel so eine Blockchain-Technologie, die sagt, okay, wir haben einen Anwendungsfall. Wir sehen, Lieferketten sind in der aktuellen Welt sehr wichtig. Die müssen klar getrackt werden, es muss festgestellt werden, wurden Temperaturen eingehalten, wurden die Mhm. Wege eingehalten und so weiter. Und WeChain ist jetzt ein Projekt, das sich auf die Fahnen geschrieben hat, zu sagen: „Ich versuche, dieses ganze Thema, die Blockchain und die Lieferketten, zusammenzuführen und sagen: „Hier habe ich ein Medium, das unfälschbar die Lieferkettenstrukturen aufzeichnet und damit können Lieferanten als auch Empfänger das Ganze sicher verifizieren.“ Ist jetzt wieder so 'n Narrativ, ist wahrscheinlich ziemlich langweilig, aber das ist zum Beispiel ein Anwendungsfall, wo ich sage, das ist mal zumindest eine Kryptowährung, wo man sagen kann, da gibt's schon gewisse Anwendungsfälle. Eins ist aber ganz wichtig, die Frage, die man sich immer stellen müsste: Ist das Ganze nicht einfach nur cooles Marketing? Und 'ne teure Blockchain ist manchmal nix anderes als eine bisschen dezentrale Datenbank, die man anders auch aufbauen könnte. Auch das ist so 'n Ding, grade wenn ich mir viele Coins angucke, die ganz neu gehypt werden, mal bisschen so die Mhm. Farbe runterkratzen, dann stellt man fest, ja, an sich könnte man das Gleiche, was sie da vorhaben, voll cool und wir haben die Idee, das könnte man mit 'ner zentralen Datenbank mit einem vertrauenswürdigen, ja, Bereitsteller viel günstiger abdecken können. Also, auch da Könnte nicht man alle machen. hinterherrennen. Aber das ist genau dieses, wenn ich's als Investor weiß, du hast es selber gesagt, das Wissen weiß, dass eben in dem Fall mit 'ner gewissen Strategie, Marketingstrategie oder mit einem Konzept gespielt wird, was im Grunde, ja, funktionieren könnte im Ja. Rahmen der Anlegerschaft, dann könnte ich auch auf diesen Zug aufsteigen. Ich könnte bewusst natürlich einfach sagen: „Ich weiß, das ganze Ding braucht man eigentlich nicht, aber der Hype ist grad so geil und die bauen das so gut auf.“ Aber dann sind wir wieder beim Thema, dem Vorurteil, dass viele Leute halt dem Kryptomarkt zuschmeißen, dass es nix anderes als 'n Schneeballsystem ist. Muss halt möglichst früh rein und abhauen, bevor die restlichen, den Stecker ziehen möchten. Also, wenn du wirklich in so 'n Bereich dich begeben Mhm. möchtest, da gibt es natürlich Ideen und Narrative. Da muss man einfach gucken, wer hat auf Social Media die größte Followerschaft, wer schreit am lautesten, wer baut am Mhm. schnellsten Follower auf. Und dann kann ich natürlich auch sagen: „Okay, da scheint irgendwo 'n Hype zu entstehen. Dann versuche ich's einfach mal. Da gucke ich mir das Projekt vielleicht gar nicht an, aber dann hat's jetzt nichts mehr mit Investieren zu tun, sondern wirklich schwarz oder rot und nämlich noch gerade oder ungerade Zahlen. Da setze ich gleich auf 'ne Zahl.“ Also, ist dann wirklich sehr, 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 sehr stark ins Spekulative.
Ist Kann es man nicht auch bei selbst Aktien so? Ist es nicht auch bei nein, Aktien so? nein. Wieso nicht? Also, halt wenn ich mir nicht anschaue, was die Aktie tut, wie die Aktiengesellschaft Geld verdient, wo die herkommt, was die Konkurrenz macht, was die Zukunft bietet, welche neuen Projekte kommen, natürlich. Aber auch da würde ich sagen, immer wenn es dann heißt: „Oh, Aktien und Börse ist nur hochspekulativ“, ja, wenn es halt manche Menschen dafür einsetzen. Komischerweise, fast alle reichen Leute haben jede Menge Aktien. Irgendwie muss da was dran sein, dass mit Aktien das Ganze doch funktioniert. Also, man kann Krypto, also Aktien, spekulativ einsetzen. Wenn man sich halt nur auf einen fahrenden Zug begibt und hofft, dass man, bevor der Abgrund kommt, rechtzeitig abspringt und möglichst viel aus dem Mhm. Zug rausnimmt, kann man machen. Aber die Frage ist wirklich an euch da draußen: Wollt ihr so mit eurem Geld umgehen? Soll es eine reine Spekulation, eine reine Glückssache sein, weil zufälligerweise mal der erste Seite ein Coin findet und vielleicht stellt sich nachher heraus: „Ne, ne, ihr wart der Vorletzte, weil danach ging's bergab.“ Oder beschäftigt euch am Anfang wirklich mit erstmal, ich komme wieder dazu, langweiligen Coins und komm, wenn du wirklich gamblen willst, dann mach halt 500 € in Bitcoin, 250 in Ethereum, 50 in Solana und am Rest guckst du einfach mal CoinMarketCap die letzten Tage, wo war die meiste Bewegung drin, ne? Dann kannst du dir zumindest mal den Coin Mhm. anschauen und sagen: Was steckt 'n da dahinter? Jetzt sind 5-mal Coins in der Bewegung drin, die eigentlich das Gleiche versprechen. Dann will ich zumindest nicht alle 5 Coins davon kaufen. Da suchst du halt einen aus, dass du zumindest unterschiedlichere Narrative abdeckst. Und dann versuchst du halt deinen Einsatz an Zeit, das ist für mich wichtig, weil wenn ich Mhm. pro Coin 50 € einsetze, damit ich 'n gescheiten Stundenlohn rausbekomme, muss da auch was passieren. Aber ich würde es da versuchen zu vereinfachen. Da kann man halt sagen: Wo gab's in den letzten Tagen extreme Hypes? Sieht man in Umsätzen, CoinMarketCap zum Beispiel, welche am stärksten gestiegen sind. Und dann kann man sich da auch mal was rauspicken. Nur da halt, werde ich in allergrößter Wahrscheinlichkeit kein Jahr lang das Ganze halten. Denkt immer dran, den Gewinn, den ihr macht, müsst ihr mit einem persönlichen Steuersatz versteuern. Und da kommt halt auch noch mal einiges weg davon. Und wenn ihr halt Mhm. klassischen Coin wie Bitcoin, vielleicht Ethereum kauft, wo die Wahrscheinlichkeit, dass ihr das ein Jahr lang halten könnt und immer noch sehr gut gelaufen seid und dann das Ganze steuerfrei machen könnt, dann ist wieder die Überlegung: Was tue ich denn wirklich? Mhm. Das heißt auch, ja, ich kann mir so ein bisschen meine eigenen Baskets im Kryptomarkt schnüren, also Thema themenbezogenes Investieren. Du hast ja Ja, schön die ETFs, aus dem Aktienmarkt. Das gibt's halt, aktuell in Krypto in diesem Sinne noch nicht so sehr. Das heißt, ich muss mir nein. irgendwie entweder ich pick mir die ersten 10 Coins irgendwie vom Market Cap runter oder ich investiere in andere Baskets als Idee, oder? Richtig. Und bei den ersten 10 Coins, Vorsicht, da hast du halt viele Stablecoins dabei, die brauchst du nicht. Das muss man auch wissen. Also, ich muss mir jetzt nicht die ersten 10 Coins kaufen und da ist USDC und Tether mit dabei, weil dann habe ich zweimal 'n Dollar abbildenden Coin gekauft, die kann ich streichen. Weil ich habe Ähm, Shiba Inu dann. ja, genau. Und willst du das wirklich? Also, das ist halt einfach die Frage, will man so einen Meme-Coin dabei haben? Für mich ist Meme-Coin wie 'ne Lotterie. Ja, man kann sich Meme-Coins reinlegen. Man muss halt hoffen, dass man der Erste ist, der irgend 'nen coolen, was ist jetzt auf Solana lief vor Kurzem irgendwie 'n Pinguin Mhm. total heiß, der ähnlich aussah wie 'n Frosch. Also, auch so was kann man da mal machen, aber dann muss man halt ganz klar sagen, ne, das ist einfach Glücksspiel. Und wenn man damit zufrieden ist und einfach rechtzeitig auch die Reißleine zieht, kann man damit auch richtig gut Geld verdienen. Das muss man halt ehrlicherweise Mhm. sagen. Da sitze ich auch manchmal da und denke: „Echt jetzt?“ Also, ich wäre nicht auf die Idee gekommen, da zu investieren, aber wenn ich mir manche Performance anschaue nach 'n paar Tagen, denke ich mir: „Wow.“ Da ist halt entscheidend, möglichst früh auf diesen Zug aufzuspringen, um die großen Renditen, die 30, 35.000% zu machen. Nur bei 1.000 neuen Coins, die rauskommen, in jeden früh zu investieren, von denen vielleicht nur 100 wirklich durchstarten, Mhm. da reichen uns die 1.000 € halt nicht aus. Ja, wieder bei dem 1.000 € Portfolio. Das heißt, kommen wir noch mal zurück zum Anfang. Wie würdest du jetzt deine 3 heißesten Tipps, persönliche Meinung, wie würdest du noch mal zum heutigen Zeitpunkt 1.000 € Kryptoportfolio, was wäre so 'n Musterportfolio? Also Und wichtig, wie deine gesagt, 3 Tipps dazu. ich gebe keine Tipps, ich gebe keine Empfehlung. Ich sage einfach nur, wenn ich jetzt bei 'nem Bierle mit 'nem Freund sitzen würde und der sagt: „Ja, der Mhm. Kryptomarkt, das ist schon interessant. Was sollten wir da momentan machen?“ Da würde ich erst mal sagen: Informier dich. Ich halte übrigens nächsten Monat am 18. ein Bitcoin Basic Webinar. Ich schicke dir vielleicht 'n Link zu, kannst du ja auch mal drunter packen, weil Jo. so was, also, man soll sich zumindest so was anschauen. Ich soll zumindest 'n paar Grundkenntnisse haben, weil sonst würde ich sagen: „Hey, die 1.000 €, die versaufen wir heute Abend, da haben wir mehr davon“, weil es macht einfach keinen Sinn ohne ein Verständnis. Und dann ist wirklich der Anfang ganz klar basic. Der Markt von Bitcoin wird von Jahr zu Jahr wahrscheinlich etwas ruhiger werden. Wir werden nicht mehr diese 3, 4, 500% machen, vielleicht wird's immer weniger, aber nichtsdestotrotz ist halt etwas, wo man mit größter Wahrscheinlichkeit sagen kann, das bleibt auch in Zukunft. Ja, ganz ehrlich, bleib bei der Mitte, das läuft schon mal sehr gut. Vor allem, wenn du von Aktienmarkt kommst und plötzlich solche Performance hast, ist es super. Du kannst Ethereum, ganz andere Struktur, ganz anderes Produkt mit beimischen. Du kannst den größten Konkurrenten von Ethereum mit Solana
auch wenn die immer wieder größere Ausfälle im Netzwerk haben, mit dazunehmen. Und dann schau doch mal, wie du mit den Schwankungen zurechtkommst. Das ist nämlich auch ein Ding, über das wir noch nicht gesprochen haben. Wenn du als Sparbuchinvestor plötzlich im Kryptomarkt unterwegs bist und von einem Tag auf den nächsten 40% plus und dann wieder 30% minus machst, dann werden einige auch nicht wirklich gut schlafen. Und dann kannst du ja auch sagen: „Ja, warum soll das alles gewesen sein?“ Sobald ich das Ganze verstanden habe und ja, ich weiß, ich versuche immer auszuweichen, aber maximal diese 3 Coins. Bitcoin, absolut großer Brocken, kleineres bisschen Ethereum und wirklich 'n kleiner Schnaps doch vielleicht mit Solana mit reinnehmen. Das soll's für den Anfang definitiv gewesen sein, meiner Meinung nach, wenn man investieren möchte. Wenn man Ja. spekulieren möchte, nimmt man 50% Bitcoin, damit in einem Jahr noch was übrig ist irgendwo. Und die anderen 50% kann man dann wirklich sich bei CoinMarketCap zum Beispiel gucken, welche Coins laufen gerade besonders heiß. Ich muss trotzdem kurz reingucken, welche Story steckt da dahinter, wie lang laufen die schon. Tokens Und dann kann ich vielleicht, mich da Blockchain. genau, und Mhm. dann gucken wir einfach vielleicht da, ob ich dann ein Produkt finde, wo ich sage, das klingt für mich spannend und ich riskiere jetzt mal einen Totalverlust und kaufe mir so ein Ding. Mhm. Mit dem Bewusstsein, dort muss ich aber die Hälfte finden. Wenn's ganz dumm läuft, wenn ich super gut verdiene, am anderen Markt zahle ich halt 30, 35, 40% Steuern auf so 'n, Gewinn. Das muss man Mhm. auch mit berücksichtigen. Und dann kann ich auch aus dem Portfolio durchaus 'n Gambling-Portfolio machen. Ich finde es aber schade, weil der erste Schritt im Kryptomarkt sollte an sich, finde ich persönlich, kein Gambling-Ansatz sein, sondern eher ein Ansatz, dass ich mein bisheriges Portfolio, wo nur Aktien, nur ETFs drin sind oder nur 'n Sparbrief, diversifiziere, indem ich in den Kryptomarkt so in den ersten 10 dieses Riesenbecken stecke. Und da soll ich halt in ein Becken reingehen, das noch ein bisschen flach ist und nicht, nur mit Quallen und Krebsen und scharfen Kanten von irgendwelchen Riffs versehen ist, Mhm. weil da ist halt das Risiko dabei, ich halte gar kein halbes Jahr aus. Und ich werde dann Mhm. vielleicht an 'n Markt und ich glaube, wir sind beide der Meinung, dass der Kryptomarkt eigentlich gekommen ist, um zu bleiben, der noch mehrere Jahre, Jahrzehnte wahrscheinlich relativ gut laufen wird. Und wenn ich am Anfang mir gleich die Laune mit solchen extrem riskanten Dingern verderbe, kann sein, ich drehe einem Markt, der wirklich sehr, sehr zukunftssicher ist, den Rücken und verpasse die nächsten großen Hypes. Und einfach 'n Mhm. bisschen Geduld muss man mitnehmen und vielleicht im nächsten Halbjahr, der Vierjahreszyklus wird bleiben. Er wird vielleicht nicht mehr ganz so stark sein, weil dadurch, dass die Großinvestoren jetzt drin sind über die ETFs, glaube ich persönlich, die Schwankungen werden vielleicht mittelfristig etwas geringer werden. Aber der Vierjahres Weniger Tokens wahrscheinlich, mehr Utility-Tokens. Das heißt, auch hier so in dem Themenbereich genau, wenn basteln ich weiß, orientieren, was man in was diesem greift neuen wenn wirklich. ich 'ne genau, wenn ich 'n Projekt gefunden habe, wo ich sage, dieses Projekt hat ein Problem entdeckt, das durchaus relevant ist, und zwar nicht in der kryptischen Welt, sondern auch in der realen Welt, dann kann ich sagen: „Mit dem Projekt kann dieses Problem gelöst werden.“ Aber wie kann ich dieses Netzwerk am Laufen erhalten? Da brauche ich zum Beispiel Utility Tokens dafür. Oder wir haben vor dem Dreh schon mal gesprochen, ja, die reale Welt mit der kryptischen Welt irgendwie verbinden, brauchen wir Oracles. Wir brauchen also vertrauenswürdige Schnittstellen, die Informationen aus der realen Welt in der Kryptowelt zur Verfügung stellen. Also auch da ist es so ein Ansatz, dass ich sagen würde: „Okay, verstehe ich, klar, wenn Kryptos wachsen sollen, brauchen die nicht nur ihr eigenes Narrativ in sich, sondern die müssen auch Mhm. Bezug zur realen Welt haben.“ Dann schaue ich mir an, okay, welche Coins bieten solche Oracle-Dienste an? Also, das sind alles so Dinge, aber da musst du überhaupt mal wissen, dass es 'n Oracle gibt, dass es das Problem Was gibt, dass die ist Blockchain das? ja nicht nach draußen Genau. gucken kann und dazu brauchst du halt einfach Zeit und 'n bisschen Erfahrung. Mhm. Also, wer jetzt Bitcoin verstanden hat, kann nicht sagen: „Oh, alles klar, ich sehe, es gibt noch mal 25 dann 1.000 andere Coins. Habe ich alles verstanden, Mhm. mache ich sofort.“ Nein, es ist Schritt für Schritt. Es ist Ja. leider wie so oft, auch wenn's 1.000 € sind, Geldanlage ist leider halt Arbeit und hat nix mit, cool 'n Instagram-Video gucken und dann schnell irgendwas kaufen zu tun, weil das sträubt mir innerlich alles. Und ich muss auch sagen, persönlich bin ich gerade am Kryptomarkt extrem überinvestiert. Ich darf es ja gar nicht sagen, aber, es ist also ganz, ganz, ganz mein ganzes Portfolio ist extrem stark auf Krypto ausgebaut. Ich habe in den letzten 4 Monaten sehr, sehr stark Aktien und ETFs in den Kryptomarkt umgeschiftet, weil ich persönlich durch die längere Erfahrung, die ich jetzt gesammelt habe, schon Mhm. gewisse Erwartungen in den Markt setze und dann bewusst, und das ist 'n Risiko, bewusstes Risiko eingehe, den Kryptomarkt extrem überzubewerten in meinem Gesamtportfolio. Aber das 60 bis kommt dann 70 erst Split, ja, so was? 77%, würde ich sagen. 77? Ja. Sehr cool. Na ja, gut, Glauben ist ja Sie nicht cool. recht. Wir Ja, werden ja. sehen, wenn wir uns in einem Jahr unterhalten und, ob's dann cool war oder nicht. Aber ich sage einfach, wie gesagt, durch die letzten Jahre, die letzten Zyklen, die ich miterlebt habe ich 'n gewisses Vertrauen aufgebaut in Mhm. gewisse Projekte, Produkte und auch 'n bisschen die Erfahrung am Markt gesammelt, wie der Markt häufig reagiert. Leider gibt's halt nicht den Markt, sondern es sind halt ganz, ganz viele und es kommen immer wieder neue dazu, alte fallen weg. Und habe diesmal auch das gewagt, einige Projekte weg von den Top 10 zu investieren. Aber das dauert einfach. Also, ich würde es keinem empfehlen, der ganz neu anfängt. Ich weiß, ich klinge jetzt wie die totale Spaßbremse. Wahrscheinlich hast du jetzt erwartet,
die 10 heißesten Ich wollte jetzt, dass du mir Scheiß-Tokens. genau die Coins nennst und die Tokens nennst, damit alle Leute jetzt das 1:1 nachmachen können. Aber wenn das, dann schneiden wir das wirklich in einem 60-Sekunden-Video und tanzen das bei TikTok vor und verdienen unglaublich Geld. Soll jetzt nichts gegen TikTok-Videos sein. Auch da gibt es manchmal welche, die machen sich wirklich gute Arbeit. Ich krieg's nicht hin, Informationen in 60 Sekunden zusammenzupacken. Aber allein dieses TikTok-Video, Instagram-Reel oder sonst irgendwas, das reicht ja nicht, um dann sofort das Handy zu zücken und auf irgendeinem Handelsplatz den Coin zu kaufen. Also das kann die Idee sein, zu sagen, den gibt's auch, das wusste ich noch gar nicht. Und dann fängt halt die Arbeit an. Mhm. Und dann muss ich halt mich theoretisch, klingt jetzt ganz bescheuert, mit meiner Frau hier zu Hause habe ich so eine Art Investitionsgremium. Wenn ich irgendwas Neues investieren möchte, dann stelle ich es ihr vor, dann muss ich es ihr erklären. Und nur dann merke ich, habe ich mich selber damit beschäftigt. Und manchmal stellt sie Fragen, wo das ganze Kartenhaus halt zusammenfällt, dann merke ich, okay, das funktioniert nicht. Also es hilft auch im Bekannten, im Freundeskreis jemanden zu haben, wo man das Thema diskutieren kann, dass man manchmal einfach nicht total in seinem engstirnigen Gesichtsfeld bleibt, sondern auch ein bisschen links und rechts mal guckt und auch mal Kritik zulässt. Danke dir, Richie. Also ich fasse nochmal zusammen. Ich glaube, das Wichtigste, was wir so mitnehmen können, ist angenommen 1.000-Euro-Portfolio. Ich möchte starten, ich bin Anfänger. Fangt langsam vorsichtiger an. Wichtiger ist, die 1.000 Euro erstmal mehr in Zeit und Wissen zu investieren. Also, dass man sich erstmal auseinandersetzt, lieber mit den 1.000 Euro, wie kann ich mir Wissen aneignen, dass man die Coins versteht, wenn man sich für Themen interessiert, dass man reingeht und im Grunde eigentlich über die Zyklen wächst und gar nicht so sehr diversifiziert im Sinne, um das Risiko zu streuen, sondern eher guckt, also reduziert das Risiko eher, indem du dich mit den Coins und den Tokens und der Anwendung beschäftigst. Genau. So. Und man kann ja diversifizieren, indem man sagt, ich diversifiziere, dass ich möglichst große Coins mit einer großen Marktkapitalisierung auch dementsprechend groß in meinem Portfolio gewichte. Also 10 kleine Coins können nicht mal 0,05% oder noch weniger vom gesamten Ethereum, erst recht nicht vom gesamten Bitcoin-Markt ausmachen. Und es gibt halt Gründe, warum diese Coins im Gesamtmarkt noch sehr untergewichtet sind. Und dann streue ich nicht, sondern ich lege eher Minenfeld aus. Richie und ich werden das Ganze übrigens Ende April, können gleich ein bisschen mal die Werbetrommel rühren, auf der Invest Stuttgart, ausgerichtet von der Börse Stuttgart, noch mal ein bisschen diskutieren. Ich bin in der Blogger Lounge dabei und bin auch am Samstag auf der Bühne mit beim Female Finance Day. Danach gibt es Börsenfrühstück. Das heißt, wer Bock auf einen Kaffee hat mit uns, kann sich uns gerne anschließen. Ihr seid ja alle herzlich eingeladen. Ja, freue mich auf jeden Fall drauf, oder? Bis spätestens dahin. Ich freue mich auch drauf. Ciao. Danke dir, Richie, für die Einladung, dass du da warst. Ciao.